30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 14. Folge des YPC 2021 und damit zur 2. Folge der Gruppe D. Der Vormittag des ersten Wettkampftages verlief sehr fischreich, vor allem die Hechte waren richtig in Beißlaune. Platz 1 belegt momentan der Belgier Landry Rosen vom Team Fish Explorer mit einem Zander sowie 2 Ü70er Hechten, von denen er einen auf einen Topwater-Frosch fangen konnte. Christian Wienecke von Savage Gear hat mit 2 Hechten und 2 Barschen als einziger 4 Fische in der Wertung. Der Hamburger rangiert momentan auf Platz 2. Der Schweizer Markus van Ooy von Bullseye Fishing ist mit 2 guten Hechten Dritter. Dicht dahinter liegen Patrick Marable vom Team Loose und LMAB-Produktentwickler Enrico de Ventura mit je einem Barsch und einem Hecht. Luis Mendes von Monkey Lures folgt mit einem Zander auf Rang 6. Patrick ist nach wie vor an seinem 3. Gewässer unterwegs, einem großen Kanal, an dem er ordentlich Strecke macht und bereits 2 Fische landen konnte. Wo ist der? Na super. Hat sich hier oben jetzt reingeheddert. Okay. Freund, du wolltest es unbedingt wissen. So. Kleiner 32er. Auf Jig jetzt ein 32er Barsch. Nicht unbedingt die Wunschgröße, die ich habe, aber schöner Fisch. Ah, jetzt geht er zurück. Ciao, Kleiner. Landry sehe ich hier, hat einen 53er Zander. Sauber. Lieferst, Junge, lieferst. Es sind einige Fische und ja, Big L. Ja, hier. Ein 44er Zander, aber geil, einfach nur so 44 cm, Motherfucker, Sonnenbrillen-Smiley. Verrückter Kerl. Aber sowas ist cool. Ich habe einen 9er Slickshad verwendet und damit den Barsch gefangen. Aber wenn jetzt Barsche sind, will ich erstmal gucken, ob ich gezielt mit einem 7er die noch effektiver abfischen kann, weil 9er bedeutet halt auch immer ein bisschen Risiko vom Fehlbissen und da ist so ein kleiner 7er noch mal safer und hat in letzter Zeit wirklich gute Fische gebracht. Hatte überraschend gute Zander auch auf diesen kleinen Köder. Ich glaube der größte. Und ich sag doch! Und Zander. Auf einen kleinen 7er. Ja, was soll ich sagen? Geil. Also ich vermute mal, das ist ein Zander. So vom Drillverhalten. Das ist natürlich an der ultra leichten Route. Das ist eine 14 Gramm Route, die Street Fighter, die Drop and Jig. Ah, ich liebe dieses Teil. Jetzt darf er mir nur nicht aussteigen, weil das wäre ein mega wichtiger Fisch. Das ist jetzt kein Riese, das ist einfach nur diese mega leichte Route. Also kann sein, dass er gerade mal Ende 50 hat. Und hier Palaver macht wie ein 70er. Und der bockt gerade richtig nach unten. Oh, ist so ein guter. Das ist kein Riese, aber Jungs und Mädels,
Da wechsle ich auf einen kleinen Köder und die leichte Route, um Barsche zu fangen, was kommt. Ein schicker Setti, ey. Das Glück ist mit den Dummen. Ja, hier ist ja schon alles vorbereitet vom Barsch. Es ist wirklich der erste Wurf nach dem 32er Barsch gewesen. Daher, wozu? Boah, Junge, schöner Fisch, schöner Fisch. Also, Hammer. Ich glaube, der hat sich auch, ja, hier, wie man sieht, sowas Kleines will der. Das ist ein schöner, Jungs und Mädels, der Schicker 66er. Da braucht man auch nicht mehr irgendwie was zu ziehen und zu mengen. Der hat 66 und damit hat es sich, was aber ein mega geiler Fisch ist. So, Wahnsinn, Wahnsinn. Bereits der Barsch hatte Patrick in der Tabelle klettern lassen, doch mit diesem Klasse Zander stürmt er sogar auf Platz 1. Als erster Angler kann er alle 3 Fischarten vorweisen und auch die Größen können sich absolut sehen lassen. Danke. Thanks, Dad. Alle 3 Fischarten, wow. Wow. Ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, was in mir vorgeht, weil ich habe jetzt tatsächlich geschafft, alle 3 Fischarten voll zu haben. Also Barsch, Hecht und Zander. Habe tatsächlich mit einem 81er Hecht und einem 66er Zander 2. Da bin ich schon mega zufrieden mit. Fische drin und dann noch die 2 Barsche. Das ist verbesserungswürdig, aber trotzdem schöne Fische, aber geht mehr. Aber mit den Hecht bin ich definitiv über Soll. Ich hatte mir so Ziel gesetzt, 69er Hecht und 2 56er Zander und so. Und da bin ich auch jetzt deutlich im Soll, also deutlich drüber. Und ja, läuft traumhaft. Also wow, mega geil angeln. Ihr seht, selbst mit sehr leichtem Gerät kann man Erfolg haben und schöne Fische fangen. Aber ganz ehrlich, ich habe hier im Training mit der Route auch einige Fische versemmelt, weil der Anhieb einfach nicht durchging. Das ist einfach etwas, damit müsst ihr rechnen, wenn ihr so leichtes Gerät fischt. Aber ich kann jetzt irgendwie nicht widerstehen, nochmal damit zu werfen. Ja. Dritter Wurf hintereinander mit Fisch, ey. Ist das brutal geil, ist das fett? Ich kacke ab. Ist jetzt nicht zu groß. Ein kleiner Zander. Wirklich kleiner. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass er 42 hat, beim besten Willen nicht, aber Tatsache! Das Glück ist echt heute mit den Dummen. Ciao, Baby. Danke dir. Alles andere als zu sagen, ich freue mich hier gerade dumm und dämlich, es wäre brutalst gelogen. Und wieder der kleine Slickshot. 7 cm, 5 Gramm Kopf. Patricks Freude ist nachvollziehbar. Denn der 3. Fisch innerhalb 9 Minuten und der 2. Zander in Folge festigen Platz 1. Einen Zander würde auch Markus sehr gerne fangen. Er steht momentan bei 2 Hechten. Bei dem Spot eben geht es nach der Tide. Ich werde hier, ich gebe der Stelle sicher so 2-3 Stunden Zeit. Wenn dann nichts geht, dann machen wir definitiv einen Wechsel. Dann habe ich noch eine Stelle, wo man Barsch und Zander gleichzeitig erwischen kann. Hier geht es jetzt wirklich um den Zander. Aber eben meine Hauptschwierigkeit im Moment ist da, wo die Kante ist, wo ich die Fische hatte. Ein bisschen mehr Strömung war noch, aber da ist jetzt so viel Dreck hier reingetrieben durch den Wind. Ich kann immer nur die halbe Distanz fischen und dann ist alles voll. Ok, les résultats de pêche ici sont pas très bons. C'était probablement pas le meilleur spot de la journée, quoique l'activité elle est peut-être partout pas très présente. Je sais pas trop les scores des autres, je vais regarder un peu dans le groupe juste après. J'ai essayé pas mal de techniques, j'ai pris un seul cendre, j'ai pris 3 attaques, mais vraiment pas franc. Donc je pense que l'activité, en tout cas sur ce spot, c'était pas le bon pour aujourd'hui. Zander ist leider irgendwie im Moment nicht anzutreffen. Es ist aber auch eine enorme Strömung. Also es ist nicht wirklich einfach kontrolliert zu fischen. Deswegen fahre ich jetzt wieder zurück an den Barschspot. Mein primäres Ziel war es, 2 Fischarten in dieser
Zone zu machen und die habe ich bis jetzt schon, aber natürlich sind 2 Fische an sich viel zu wenig. Gerade auch, weil ich ja mitbekommen habe, dass hier einige Hechte eingereicht wurden heute schon. Barsche sind schon gefangen worden, aber trotzdem, also es ist noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, alle anderen fangen sich dumm und dämlich und ich fange hier gar nichts. Deswegen vertraue ich auf meine Spots und deswegen kehre ich jetzt auch erstmal auf den ersten Spot zurück, in der Hoffnung, dass das Wasser ein bisschen niedriger ist, dass die Brut sich ein bisschen weiter runtergedrückt hat, näher an der Kante steht und da kommen dann eben auch die Barsche hoffentlich hoch. Mal gucken. Das ist ein Barsch. Da wird er sich den dann reingepfiffen. Maulbereich, ne? Müssen wir jetzt gucken. Ich hab den Biss gespürt, ey. Digga, Alter, das waren richtig wichtige Punkte. Ja. Leute, guckt euch das mal an. Der hat den attackiert. Ich habe den Anhieb gesetzt. Ich habe ihn nicht im Maulbereich gehakt. Das ist das Traurigste, was es gibt. Weil in diesem Gewässer schwimmen solche Trümmer rum. Aber die sind momentan nur in der Dämmerung aktiv. Und es wird für mich extrem hart, einen Barsch in dieser Größe zu fangen. Ja. Guckt euch das mal an. Das wäre ein 46er Barsch. Könnt kotzen. Könnt einfach nur kotzen. Oh, mein Life, Alter. Shit. Das ist ganz selten, dass man momentan zu der Tageszeit so große Barsche hier fängt. Dafür müsste ich 20 Uhr abends starten, bis es dunkel wird, bis 10, 11 Uhr angeln. Dann habe ich hier eine reelle Chance auf so einen Barsch. Aber tagsüber sind die sehr, sehr passiv. Das ist ja wirklich das Ärgerlichste, was passieren kann. Der hätte mir geholfen. 46 Punkte als Barsch. Ja. Also ich bin mega dankbar für diese Angelei heute, die mir da die Fische bescheren. Also das ist nach ultrazähem Beginn, muss ich sagen, mega Entspannung. Ich kann jetzt schon relativ relaxed in den zweiten Tag reingehen, weil ich diesen furchtbaren Druck los bin, 3 verschiedene Fischarten zu fangen. Das ist heute ausgestiegen. War was Kleines wieder. So, wir sind jetzt an meinem Zanderspot angekommen. Lange Fahrt. Aber im Training war es hier halt mega gut. Also in kurzer Zeit kamen recht viele Zander. Also wir waren da zweistellig, ich und der Daniel. Da hoffe ich, dass die Zander noch da sind und ich da jetzt schnell noch die Karte voll machen kann. Ich habe jetzt noch ungefähr 2 Stunden Zeit. Patrick hat in der Zwischenzeit gut aufgeholt und ist an mir vorbei. Das ist ein bisschen hart, wenn man bei der Fahrt denn das mitbekommt, dass die Fische da nachgelegt werden, aber das habe ich halt einkalkuliert und hoffe, dass ich jetzt schnell meine Zander fangen kann. Ein bisschen blöd ist der starke Seitenwind, aber ich hoffe, die Zander hauen so rein wie letztes Mal, dann ist das kein Problem. Fisch! Erster Wurf! Ich fürchte, der ist zu klein. Erster Wurf. Mal gucken. Das bockt da doch noch ganz ordentlich. Oh. Könnte knapp auf alle Fälle. Aber geil, erster Wurf.
Ich glaube, das wird nicht reichen. Oder? Ja! Ist genau drauf. Yes, geil! Das ist doch mal Hammer. Und deswegen hat sich die lange Fahrt gelohnt. Beste 42er Zander meines Lebens. Auf dem eingereichten Foto hat der Zander sogar 43 cm und so kann Christian als zweiter Angler der Gruppe alle Fischarten fangen und an Landry auf Platz 2 vorbeiziehen. Er ist sichtlich erleichtert. So, ich habe den jetzt schnell zurückgesetzt. Es ist warm, kleine Zander müssen ein fixes zurück, deswegen wollen wir das kurz halten. Seid mir nicht böse, wenn man den Release jetzt nicht so gesehen hat, aber der wollte weg und dann zack drin. Ich muss schnell den letzten noch fangen. Ich freue mich auf alle Fälle mega. Ich habe die Fischarten voll. Das ist so wertvoll und so wichtig für morgen. Oh, mir fällt ein Riesenstein vom Herzen. Gebissen hat der kleine Racker auf den 10,5 cm Fettite. Ich habe jetzt sogar einen Stinger dran gemacht, weil ich jetzt natürlich kein Risiko mehr eingehen will, noch irgendeinen Fisch zu verlieren in dieser Farbe Yellow Red. Das war mit Abstand die allergeilste, beste Farbe in diesem ganzen trüben Wasser im Training. Und deswegen war für mich klar, die muss ich jetzt hier fischen. Und jetzt hoffentlich gleich noch einen mit einem zweiten Wurf vielleicht. Nimm's mir bitte nicht krumm, dass ich jetzt nicht mit der Baitcaster fische. Aber das ist einfach so eine Angelei mit kleinen Ködern. Das ist nix. Mit kleinen Ködern, wo ich einfach einer Spinning mehr vertraue und mich wohler fühle. Ich bin auch mega überzeugt von den Baitcaster-Rollen, fische die wirklich sehr gerne, halt nur nicht für alle Techniken. Und ich wäre ein verdammter Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich die Dinger so perfekt beherrsche, dass ich überhaupt gar nicht mehr eine Statio brauche, weil das ist einfach nicht der Fall. Ich angel seit jetzt mittlerweile 36 Jahren und davon deutlich über 30 Jahre primär mit Stationärrolle. Und darum gibt es einfach immer wieder Situationen wie Jiggen, wie kleine Köder. Da fühle ich mich sicherer mit einer Stationärrolle. Ich kann nur hoffen, dass ihr es mir nachsieht und nicht übel nimmt, dass ich hier nicht konsequent nur mit der Baitcaster fische. Ich liebe diese Route, ich liebe sie einfach. Obwohl ich einen 20 Meter Schnurbogen hatte, habe ich den Biss gespürt. Ok, c'est la dernière heure de pêche. Je vais encore faire plus ou moins 10 lancers dans la zone ici. J'espérais attraper une grosse perche, c'était vraiment mon but. J'ai attrapé un sandre. C'était pas du tout ce que je cherchais parce que les sandres, je compte les attraper demain. Les perches, je vais avoir vraiment du mal à en attraper. Ça va être vraiment ma bête noire. J'ai perdu beaucoup de leurre aussi, comme vous pouvez le voir dans les rochers ici devant. Et je vais aller pêcher la perche un peu dans le port qui est ici, voir s'il n'y a pas des petites. Parce que ce serait vraiment dommage de ne pas faire ma full card et d'oublier juste une perche. Ça me rapporterait environ 50 entre 50 et 80 points. Donc voilà, je vais continuer dans ce petit port et espérons et croisons les doigts pour attraper une perche, le poisson qui m'ennuie cette année. Ja, die letzten 3 Stunden sind schon angebrochen. Hab ein bisschen weniger wie 3 Stunden. Muss sagen, meine Laune ist nicht mehr die beste. Also dieser quergehackte Barsch, alter Falter, muss man ja wirklich Pech haben. Ich hätte den lieber nicht gesehen. Nur so ein Zucken in der Rutenspitze und dann, das wäre besser gewesen, weil da hätte ich dann das abgestempelt als einfach ein Fehlbiss oder einen kleinen Zetti oder was auch immer. Das ist natürlich sehr bitter. Ob der Barsch meinen Köder attackiert hat oder nicht, das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Rucken gespürt, in der Rutenspitze angehauen. Naja, bis jetzt keine Fische heute gefangen, die ich wirklich brauche. Das ist sehr, sehr bitter und ich habe mir sehr viel erhofft von dieser Strecke, die ich hier befische. Ich habe gedacht, ich fange hier sicher ein paar Zander und auch in einer vernünftigen Größe, aber bis jetzt habe ich eigentlich noch keine Fische, die ich brauche. Morgen ist mein Plan, nur auf Hecht zu gehen und hoffentlich auch in einer vernünftigen Größe, da mache ich mir keine Sorgen. Aber heute wäre der Tag, wo ich den Barsch auch bekommen müsste.
Weil morgen in Zone 1 einen Barsch zu fangen, habe ich keinen blassen Schimmer, wo ich den kriege. Da gibt es Barsche natürlich in Zone 1, aber ich hatte in meinen 3 Tagen Training leider keinen Barschspot herausgefunden, der momentan gut funktioniert. Und ja, das ist nicht so gut. Also an dem Spot machen wir Schluss, es ist einfach zu viel Kraut drin. Und jetzt kommt auch noch ein Boot hier, was die gleiche Buhne befischt. Und bevor ich mich hier noch länger abquäle, machen wir einen Spotwechsel. Da am nächsten Spot gibt es die Möglichkeit für Barsch und Zander. Ich hoffe, wir kriegen beides. Fischer, Fisch, Fisch! Marziger Zander. Yes! Vollkart! Yes! Mann, geil ist das geil! Ja, ich glaube, der hat definitiv Maß. Ihr seht, Slickshot, jetzt was die 9 cm Variante, nachdem ich auf einen kleinen typischen Zanderfehlbiss hatte. Okay, alles schön nass, Henne nass, Fisch nass, Matte nass und das ist ein 49er. Ist jeder kein Riese. 49er. Schönes Fischchen und go back, baby. Unser Herr Wienecke hat hier auch irgendwas so grob geschätzt ist 43, 44 ein Setti eingereicht. Ja, also generell finde ich sehr erfreulich, dass zumindest von allen mindestens ein Fisch bis jetzt kam. Das heißt, dass wenigstens bei jedem Mal Action gab, was immer gut ist. Das macht Hoffnungen, dass das insgesamt 2 schöne Tage werden mit vielen Fischen von allen. Und dass ihr einen spannenden Wettkampf noch seht, weil klar, ich habe jetzt einen Fullcard, hört sich geil an, aber es kann, die Jungs brauchen nur einen Spot zu finden, wie ich gerade eben. 3 Würfe, 3 Fische, hatte danach noch einen kleinen Mikrozander, wo wir sogar aufs Filmen ganz verzichtet haben, weil das war wirklich hier die Kategorie und da haben wir so schnell wie möglich gemacht, dass er im Wasser wieder landet. Und ja, wenn die Jungs so einen Spot finden, und da vielleicht 3 60er Zander rausknallen, ja, dann sieht das wieder alles ganz anders aus. Also, ja, drauf ausruhen kann man sich nicht, aber ich muss trotzdem zugeben, es ist ein schönes Gefühl und ich kann jetzt sehr entspannt in die restliche Zeit gehen. Das gab's noch nie. Bereits nach 5 Stunden Angelzeit kann Patrick Marable vom Loose-Team eine Fullcard vorweisen. Er hat schon 421,4 Punkte auf dem Konto und nun noch 11 Stunden Zeit, um nach und nach seine Fischgrößen auszubessern und vielleicht noch auf die Topwater-Punkte zu gehen. Bärenstark! Fisch. Und was für einer. Richtig gut. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Yes! Erster
Wurf mit dem Spinnerbild. Dafür bin ich hier. Dafür bin ich hier. 44, ne? Ist dran. Vorne ist auch dran. Also 43,5 gleich 44. Da steht man hier und wundert sich, dass nichts beißt. Köderwechsel, erster Wurf, Fisch. Also wenn ich euch eins sagen kann, dann wirklich, dass es bei Barschen überhaupt nicht genügend Köderwechsel geben kann. Barsche sind so picky an manchen Tagen, dass man wirklich manchmal verzweifelt und sich so denkt, hä, was ist denn los? Gestern war es so gut auf dies oder vorgestern war es so gut auf das. Und dann steht man hier und macht einen Köderwechsel und auf einmal funktioniert es. Irre. Ich bin 44er Barsch. 44er Barsch. Geil. Der bisher beste Barsch der Gruppe geht an Enrico Di Ventura. 88 wertvolle Punkte gehen auf das Konto des Titelverteidigers, der damit knapp hinter Landry auf Platz 4 liegt. Boah, ey. Shaky, Alter. Really shaky. Die Route, ne? Sage ich, muss ich ja mal betonen, ne? Die Route ist ein Prototyp, ist eine 28 Gramm Route. Da kann ich den ganzen Tag mit angeln. Der Enrico, unser Champion vom letzten Jahr. Ein 44er Barsch. Geil. Die will ich auch. Petri, klasse Fisch, echt top. Wir sind an der nächsten Stelle angekommen, ist gar nicht weit weg. An der Stelle erwarte ich Barsch und Zander zu fangen. Im Training lief es recht gut. Ich hoffe, ich kriege jetzt mindestens einen der Zielfische, damit morgen nicht mehr so viel auf dem Zettel steht. Lieber wären mir natürlich beide. Die Steinpackung geht relativ steil rein. Der Vorteil in diesem Spot ist, dass hier eine riesen Kehrströmung ist. Zander lieben Kehrströmung, deswegen funktionieren Buhnen so gut. Hier ist es aber so, dass hier durch dieses Wasserkreuz, was hier sozusagen vorhanden ist für die Schiffe, so eine spezielle Strömung entsteht. Und tja, das zieht die Zander hier magisch an. Das kann man im Training halt merken, dass die nur da zu fangen waren, wo wirklich Strömung war. Weil der Niederrhein teilweise stand, oder da war echt fast gar keine Strömung. Aber wenn er eine Ecke gefunden hat, wo Strömung war, dann ging es ganz gut. So, dann hoffen wir, dass wir den letzten Fisch jetzt noch nachliegen können. Dann kann ich heute Nacht ruhig schlafen. Aber ich bin jetzt schon sehr zufrieden, weil die Taktik aufgegangen ist. Ich habe jetzt leider zwar nicht die ganz großen Fische. Da war ein Biss. Das ist ein kleiner Makel. Der 90er Hecht, der ausgestiegen ist, der wäre sehr wertvoll gewesen. Aber das Wichtigste ist erstmal Karte voll. Falls das heute noch gelingen sollte, dann kann ich mich morgen auf das konzentrieren, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist eigentlich gezielt auf große Fische angeln. Und in der anderen Zone habe ich da ein, zwei Spots, wo was Dickes kommen könnte. Ja, mal sehen. Oh, Fisch! Ich habe so wenig damit gerechnet, dass ich jetzt noch mal einen Fisch drauf bekomme. Ich habe gedacht, das wäre ein Hänger und fange an, so in die Schnur zu schlagen, um den zu lösen. Und dann habe ich gemerkt, dass er in die andere Richtung zieht und dann ist er sofort ab gewesen, ohne anzuhauen. Ja, das war jetzt wirklich Dummheit, ey. Ein bisschen Pech gehabt heute und jetzt ist noch ein bisschen Dummheit kam dazu. Ey, das ist doch wirklich nicht euer Ernst. Ey, was für ein Scheiß. Da kriege ich so wenig Chancen heute. Boah. Kein Biss gespürt.
So, da kommt gerade ein Kutter, wie wir in Hamburg sagen. Und meistens ist es so, wenn ein Schiff kommt, animiert das die Zander zum Biss. Weil die kleinen Fische dadurch durch die Gegend geschleudert werden. Die Zander wissen das und sind dann gezielt auf Nahrungssuche. Und hoffentlich kommt gleich der letzte Fisch, der mir noch fehlt. War eigentlich im Begriff, mir noch einen etwas leichteren T-Tail ranzumachen. Aber dann habe ich gesehen, dass da das Schiff kommt. Vielleicht ist das ein Zeichen. Als ich die Stelle im Training probiert habe, waren wir zu zweit. Erster Wurf war gleich Doppeldrill und kam dann auch immer wieder Fisch. Jetzt fische ich doch schon eine Zeit ohne Kontakt, also so lange haben wir da nie ohne Biss gefischt. Aber ich hoffe, dass die Fische hier irgendwann noch mal durchziehen oder irgendwann ein Beißfenster haben, nachdem der Zanderspot schon nicht funktioniert hat. Aber gleichzeitig ist auch wenig Zug auf dem Gewässer. Das ist das gleiche Gewässer wie die Zanderstelle. Obwohl eigentlich Höchststand ablaufend wäre, passiert kaum was. Ich habe schon noch Hoffnung in den Spot und ich habe auch nicht sehr viele Optionen. Also ich könnte jetzt schon noch mal einen Spotwechsel machen, würde aber viel Zeit kosten, weil die zwei Spots waren jetzt am gleichen Gewässer und scheint ja aktuell nicht so zu laufen. Ging an beiden Stellen gleich wenig und wenn ich jetzt das Gewässer wechseln würde, dann wäre ich halt sehr lange im Auto und würde nur noch ganz kurz angeln. Und ich habe wirklich Hoffnung, dass hier mal ein Trupp Barsche oder ein paar Zander vorbeiziehen. Also das überhaupt so lange hier ohne Biss ist jetzt schon eine Qual. Aber ich hoffe, da kommt einer. Wenn nur ein Barsch oder ein Zander kommt, ist alles okay. Dann hätten wir heute wenigstens 3 Fische auf der Liste. Sehr gut, sehr, sehr schön. Und so schnell kann es gehen. Here we go! Super geil. Dann haben wir schon 2. Ja, Mann, fehlt nur noch der Barsch. Und da ist das Triple! Wie geil ist das? Yes! Nice. Mission completed, oder? Mission complete. Ja, geil. Geil. Der hat sich bitten lassen. Ne? Wie lange kann man an einer Stelle stehen ohne Kontakt? Da ist er. Ich schätze Paar um 50. Den messen wir jetzt schnell. Aber es ist ein bisschen tricky über die Steine. Ich mache ihm die Augen zu, oft sind es dann ruhiger, warum auch immer.
59er Zander. Bin ich umsonst hier auf den Steinen gestanden. Yes! An der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Moby Softbaits. Die haben mir tatsächlich am Wochenende das Ding an den Spot geliefert, haben extra noch zum Training, zum Wettkampf hin mir den neuen Goofy in 10 cm fertig gemacht. Ist richtig geil geworden. Im Training hat er super funktioniert und jetzt endlich der erste Fisch da drauf. Markus' Beharrlichkeit zahlt sich aus. Nach 2 guten Hechten folgt ein mehr als ordentlicher Zander. Der Schweizer hat nun 3 Fische in guten Größen vorzuweisen. Gute Voraussetzungen für ein starkes Endergebnis. Ja. Aber schlechter Anhieb, der könnte verloren gehen, der Fisch. Guter Zander. Wow, wow. Ist am Bocken. Der könnte verloren gehen. Der Anhieb war sehr leicht. Alter. Bin ich gut nervös jetzt. Das ist ein schöner, das ist ein richtig schöner. Yes! Ich glaube, der ist nicht so groß wie der von vorhin, aber der könnte die 60 knacken. Wieder im Kescher ausgehackt. Aber geiler Fisch, ey. 64. Aber mach mal, ich strecke mal ein bisschen. Doch, 64. Der zweite 60-Plus-Zander der Gruppe D geht erneut auf das Konto von Patrick Marable und damit kann der Rheinländer sein Punktekonto erneut erheblich verbessern. Ein 43er Zander fliegt raus und weitere 27,4 Zähler gehen ans Team Loose Fishing. Luis kämpft sich derweil weiter von Buhne zu Buhne. Alter. Das war über 30 Grad. Versuchen zu rennen, voll durch das Gemüse. Daniel würde sagen, ein Riesenschlepp. Mann ey, so ein Riesenkescher. Bisschen Bärenklaue auch noch to go mitgenommen. Testen, testen, testen. Und hoffen, dass wir noch ein Beißfenster hier erleben am Fluss. Es ist voll mit Fisch. Wie kann das sein, dass ich so viele, oder was heißt so viele, aber dass ich schon 2 Fische gehakt habe, die einfach direkt hier vor den Füßen quasi stehen. Die Fische stehen momentan sehr nah an der Steinpackung. Und ich weiß, hier sind Fische. I knew it!
Wow, wow, wow. Das war jetzt eine Überraschung, Leute. Ich war schon ehrlich gesagt so ein bisschen hier so... Es war ziemlich ruhig geworden hier vorne auf der Buhne. Der Kameramann war schon leicht am Meckern. Aber meine Laune war so ein bisschen im Keller. Denn ja, die Zander lassen mich heute so ein bisschen im Stich hier. Aber einer hat sich nochmal erbarmt. Ich mache die Scale nass und dann wird gemessen. Der hat Mindestmaß, das sehe ich jetzt schon. Köder ist schon draußen. So, Freunde, die Stunde der Wahrheit. Mein größter Fisch heute, der... Okay, 56. 56,1. Sehr schön. So, der will zurück ins Wasser. So, Kleiner. Ja. Die Hitze macht natürlich den Zander ein bisschen zu schaffen. Deswegen immer schnell wieder zurück ins Wasser. Bei 30 Grad, also da würde ich auch lieber im Wasser sein als hier auf der Buhne. Der hat mir jetzt Gott sei Dank diesen schönen Zander gebracht. War das Training doch nicht so blöd, zu gucken, auf welche Köder sie stehen. Vor allem heute, wo es so ein bisschen zickig ist. Ich habe wirklich so viele Köder immer ausprobiert an jeder Buhne. Aber dieser Barsch, der ist halt ein Klassiker. Und sehr oft, wenn die Fische auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, zickig sind, obwohl das Wasser zum Beispiel sehr trüb ist, versuche ich ein bisschen natürlicher zu fischen. Und das kann ich sehr gut mit so einem Barschdekor. Es kommen sehr, sehr viele Barsche an diesem Gewässer vor. Das ist dann auch eine natürliche Beute für die Räuber und in dem Fall die Zander. Und ja, ich bin einfach nur happy, dass das funktioniert hat. Ich hoffe, der bringt mir jetzt noch in der letzten Stunde, die gleich anbricht, noch einen Fisch. Denn mit den 44er brauche ich mir keine Chancen ausmalen. Den muss ich definitiv verbessern. Jetzt der knapp über 50 cm Zander, der ist fein. Mit dem kann ich leben, aber einen besseren Zander muss ich da noch hinterher schieben, um wenigstens eine kleine Chance zu haben, morgen alles nochmal zu retten. Luis bleibt im Rennen. Sein zweiter Fisch ist besser als der erste und hebt nicht nur die Moral, sondern auch den Punktestand. 130 Zähler stehen auf dem Tacho des Dortmunders. Anscheinend ist gerade Beißzeit. Beim Luis kam jetzt auch noch ein Zander. Und der Patrick hat vorher auch noch Fische gefangen. Also es wird auch bei den widerlichen Bedingungen richtig gut gefangen. Heißt für mich, die Angler sind alle wirklich gut vorbereitet und kennen ihre Spots. Also gerade jetzt auch die Stückzahl an Zander, was Patrick heute schon gefangen hat. Ich weiß ja nicht, ob noch kleinere dabei waren. Aber hier bei 31 Grad am Tag die Fische zu fangen, ist keine leichte Aufgabe auf jeden Fall. Ich denke aber, es ist noch alles offen. Es waren jetzt noch keine Ausnahmefische dabei, was die Größen angeht. Der Landry hat, denke ich, einen Vorteil mit seinen 20 Bonuspunkten für Topwater, wenn er es noch schafft, größere Fische zu fangen und die Liste voll zu machen. Dann glaube ich, können am Ende diese 20 Punkte entscheidend sein. Ich glaube, das wird eng am Ende. Je place un bas de lignacier parce que attraper une perche et risquer de perdre 20 points parce que je me suis fait couper par un brochet, ce serait vraiment pas cool. Donc pour pêcher la perche, je vais utiliser des techniques linéaires. Et là, du coup, mettre un bas de lignacier, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc j'en rajoute un. Ça m'évitera de perdre des points si jamais un brochet pointe le bout de son nez. J'ai mis un tout petit leurre parce que même une perche de 25 cm, là, à ce stade-ci, ça m'intéresse. Donc j'ai mis ça. J'espère qu'il y a une perche qui traîne dans ce port et espérons qu'on puisse l'attraper. Hinter uns ist so eine Schleuse, die wird jetzt aufgemacht. Dann bildet hier sich wieder eine Strömungskante, in der die Zander stehen. Und ich hoffe, dass das die Jungs jetzt noch mal in Gange bringt, damit schnell der letzte Fisch kommt. Bewegtes Wasser, das ist das Zauberwort im Moment. Da war von Anfang an ja heute meine Taktik, immer da zu fischen, wo bewegtes Wasser ist. Ihr habt es gesehen an den kleinen Wehren. Und hier ist es jetzt im Prinzip ähnlich, nur ein anderer Bereich. Und diese Strömungskante, die ist halt einfach der Hammer.
Ja, es liegt da schon länger, glaube ich. Was auch immer das ist. Nee, danke. Ich hätte eigentlich auf ein paar Köder gehofft. Barsch. Kein Riese, aber wieder ein Fisch. So. Ja, dieser ganze Schmotter hier. Ah, der geht schon an die 37, würde ich mal sagen. Okay. 36. Also nochmal 8 Punkte mehr. Danke, Kleiner. Ganz ehrlich, Leute, ich will jetzt gar nichts großartig sagen. Ich will es einfach nur genießen. Das ist ein Traum, wie es gerade läuft. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, wie das gerade in mir vorgeht. Patrick kann sich um weitere 8 Punkte verbessern. Er zieht weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Luis ist zu Recht beeindruckt. Ja, ich ahne Schlimmes. Ich habe länger nicht auf mein Handy geguckt und sehr, sehr viele Fangmeldungen sind in den letzten Stunden reingekommen. Ja, vor allem Patrick scheint aus der Menge herauszustechen. Der hat ja wirklich, ich glaube, schon alles gefangen, was er so benötigt. Also der wird ordentlich Punkte haben. Den werde ich definitiv nicht einholen. Aber ja, das ist natürlich, das spornt mich an. Ich habe jetzt genau exakt 1 Stunde noch. Ich würde gerne noch einen Zander fangen, etwas besseren. Die Chancen auf Barsch, die sehen für mich noch schlechter aus als auf dem Zander. Zander sind schon zickig, aber ehrlich gesagt, ich habe es auch hier an dem Fluss ein bisschen auf Barsch hier und da mal probiert, aber tagsüber war mein Empfinden ja, chancenlos. Erst zur Dämmerung fingen die wirklich an, aktiv zu werden hier. Ja. Für morgen steht der Plan. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie dieses kleine Barschproblem noch löse. Aber Hechte mache ich mir keine Sorgen, da werde ich auch gute fangen. Aber naja, ob das am Ende reicht, weiß ich nicht. Die Zander sind da, ich weiß es ganz genau. Der Kleine hat es ja gezeigt und die sind hier auf jeden Fall. Aber die sind nicht so hundertprozentig bissig und da muss man sich halt ein bisschen was einfallen lassen. Und ich mache da immer gerne eine Rasse rein. Also ich habe das heute Morgen schon gesehen, dass ich das bei meinem Cannibal-Chat hatte. Für Zander funktioniert das auch sehr gut. Wir haben da bei Savage Gear so ein Glasrassel-Kit. Da sind 3 verschiedene Größen drin. Und gerade hier an einem Fluss funktioniert das sehr gut, weil die Zander ja auch Grundeln jagen. Und wenn die Grundeln so zwischen den Steinen hin und her flutschen, das erzeugt ja auch Geräusche. Und die Zander sind das gewohnt. Und ich hoffe, dass ich die damit vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, erwecken kann. Oder zumindest so einen Aggressionsbiss hervorrufen kann, damit ich meinen letzten Fisch für die Full Card bekomme. Also ich mache das dann meistens so, dass ich mir überlege, wo mache ich den hin. Ich werde ihn jetzt hier in diesen Bereich reinmachen, piekst da einmal mit dem Haken rein. Diese Glasrassel ist hier oben spitz zulaufend und die werde ich jetzt in diesen vorbereiteten Kanal sozusagen reindrücken. So, und das ist ein leichtes, dezentes Klacken, aber es ist nicht so, dass es irgendwie abschreckend ist, sondern es ist ein dezentes Klackern. Und ich hoffe, dass das vielleicht den Unterschied macht. Hat mir schon oft in solchen Situationen dann Fische gebracht und ich brauche den 6. Fisch, damit ich noch ein bisschen ruhiger schlafen kann. Also schauen wir mal, ob das jetzt den Unterschied macht, wie heute Morgen.
Letzte Stunde, ich werde den Spot bis zum Ende durchfischen, in der Hoffnung, dass noch mal was vorbeikommt. Eben Platzwechsel wird mich zu viel Zeit kosten, ich bleibe hier. Ja, das ist der Hänger, den man nicht mehr loskriegt, dachte ich, aber ich habe ein Schwein gehabt. Oh, mir rennt der Schweiß in die Augen. Das ist echt eklig. Ah, da war er. Nein! Ah, das kann nicht wahr sein. Ganz vorsichtig nippeln. Das war kein harter Biss, sondern war nur so, also wenigstens mal wieder Kontakt. Vielleicht macht die Rassel den Unterschied. Oh, das ist ein guter. Oh, das ist ein guter. Ja, kein Riese, aber das ist ein guter. Ich glaube, der hat die 32 definitiv überboten. Das bedeutet, die nächste Verbesserung ist am Start. Wow. Einfach nur fucking wow. Das ist das Geile an eurer Matte. Die wird immer sehr, sehr schnell, sehr schön nass. Immer noch kein Riese, aber ein schöner. Der geht schon. Das ist der beste bisher. Er hat die erste Stachelflosse verloren. Ich glaube, da ist mal ein Stachel abgebrochen, als er klein war. So, Baby. Der wollte nicht knutschen. Wow. Einfach wow. Da ist man dann quatschen und angelt noch ein bisschen nebenbei und da kommt dann der beste Barsch des Tages bei mir. Wieder 6 cm verbessert. Krank. Einfach nur mega krank. Ich will ja zugeben, ich habe schon ein gutes Gefühl gehabt, dass ich gut vorbereitet bin. Aber was heute geschieht mit dem Hecht, das ist, Leute, der Hecht war Glück. Das war kein gezielt, das war kein Können, das war einfach nur Glück, dass tatsächlich mal ein Hecht bei der Methode gebissen hat. Weil äußerst selten, dass mir das hier gelingt. Und Zander Barsch habe ich gerechnet, dass ich welche fange, aber dass ich direkt 2 60 plus Zander habe, nee, nie im Leben. Und bei den Barschen, da muss ich sagen, hat schon die Hoffnung auf ein 40 plus, aber trotzdem in der Summe unfassbar gute Punkte und habe noch ungefähr eine Stunde und bin einfach nur baff, was für einen geilen Tag ich hier erlebe. Einfach nur brutalst geiles Angeln. Hammer. Klasse Barsch für Patrick und noch ist der Tag nicht zu Ende. Extra schöner Barsch. Ich will da nur überlegen, zieh den Köder an. Scheiße, ist das gestört. Hat sich losgeschüttelt. Schöne Kirsche. Schöner Fisch. Gleiche Größenordnung. Der Kameramann schüttelt nur noch den Kopf. So. Boah, das ist sowas von mega knapp auf der Linie. Also, Leute, geht schnell zurück jetzt, ne? Ciao, mein Kleiner, hast mir gut getan. Ich werde heute wirklich massakriert hier von den Fischen. Das gibt's doch nicht. 2 38er Barsche und beide stellen eine Verbesserung dar.
Ein 49er Zander und der eben erst gefangene 36er Barsch fliegen aus der Wertung. Patrick steht bei unglaublichen 473 Punkten und hat noch mehr als einen ganzen Angeltag vor sich. Unglaublich! Ja, man bekommt natürlich immer ein bisschen mit, was die anderen so fangen. Und Patrick scheint absolut on fire zu sein. Das grenzt ja schon fast an seelischer Grausamkeit, was du uns hier antust heute. Aber dickes Petri auf alle Fälle. Da scheinst du die richtige Ecke gefunden haben. Und ich würde mal vorausgehen, der Patrick hat da jetzt richtig viel Spaß und gute Laune. Guter Zander. Guter Zander. Wieder. Schon wieder auf den kleinen Köder. Groß, riesiger Struter. Selbst ein, sagen wir mal, kein riesiger Zander schafft es an der Route einen fabelhaften Drill zu liefern. Also das ist irre. Ich will ehrlich sein, ich habe mir das hier durchgerechnet, so wie viele Punkte ich haben könnte, wenn es durchschnittlich läuft wie im Training. Und da war mein Ziel 400, also Ziel wäre halt das Ergebnis 470 gewesen. Da habe ich gedacht, so, boah, wenn das hinhaut, das wäre... Puh. Und jetzt passiert so etwas. Ich habe heute einfach so einen mega Sahnetag. Das passiert ein-, zweimal vielleicht im Jahr. Sowas. Ja, das ist einfach nur noch krank. Ich finde echt keine Worte mehr. Vielleicht kann Charles dazu dann was im Video sagen. Und Leute, wow, ich angel jetzt einfach erstmal weiter. Ich muss einen klaren Kopf kriegen. Das ist krank. Das ist einfach krank. Das ist doch nicht zu fassen. Während kein anderer Angler bisher eine Fullcard zusammenbekommen hat, fängt Patrick seinen 11. Wertungsfisch und kann tatsächlich noch einmal upgraden. 475,1 Punkte an einem Tag. Wahnsinn! Für alle Angler außer Enrico laufen die letzten Minuten des Tages. So Leute, oh, ihr merkt schon, ich kann gar nicht mehr richtig stehen. Wir sind nämlich jetzt bis zur ersten Buhne zurückgelaufen, wo ich 3 Fehlbisse hatte. Ja, und mit Blick auf die Uhr, ich habe exakt 33 Minuten und ich werde jetzt hier den ersten Tag beenden an dieser Stelle in der Hoffnung, dass ich einen von den Zettis doch noch überredet bekomme. Ich werde jetzt unterschiedliche Köder und Techniken noch mal ausprobieren, verschiedene Farben. Drückt mir die Daumen, Leute, drückt mir die Daumen. Ein Fisch wäre noch gut, dann kann ich heute ein bisschen ruhiger schlafen. Liebe YPC-Zuschauer, Lange hat es keine Messe gegeben, aber jetzt ist ein Ende in Sicht. Vom 12. bis 14. November Findet die Angelwelt in Berlin endlich wieder statt. Es sind viele geile Marken vertreten. richtig geile Neuheiten für jedermann am Start. Und die besten und modernsten Angelboote findest du auf der Angelwelt natürlich auch. Es wartet ein absolutes Top-Programm auf der Bühne, im Forum und natürlich auch auf dem Bait-Truck auf euch. Und eine Menge YPC-Angler stehen zum Plausch zur Verfügung. Als absolutes Highlight gucken wir am Freitag und am Sonntag mit euch zusammen die aktuellen YPC-Folgen. Und wir verkünden am Sonntag die 4 glücklichen Teilnehmer des YPC Fan-Turniers. Jump in your car, go to Berlin, we meet you there.
Sodasaurus. Nur bei unserer Halloween-Aktion gewinnt jeder. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Traut ihr euch mitzumachen? So, ich mache jetzt gleich noch einen letzten Wurf hier an der Stelle und dann werden wir doch noch mal den Spot wechseln, aber nicht weit. Wir gehen nur 200 Meter nach rechts. Da ich im Training auch Zander gefangen, zwar nicht so viele wie eigentlich an dem Spot, aber hier war jetzt über eine Stunde, hat er immerhin den ersehnten Zander gebracht, aber naja, jetzt habe ich schon eine Weile, da war einer eine Schnur, doch noch welche da. Kein Biss gehabt, also sie sind irgendwie im Weg ab und zu, man stupst dagegen beim Ankurbeln, aber sie packen nicht so richtig. Also irgendwas schmeckt den Zettis nicht. Und manchmal lohnt es sich dann doch noch mal die Ecke zu wechseln, wo vielleicht ein Zander ist, der ein bisschen aktiver ist. Den brauche ich noch. Full Card, dann träume ich gut. Auf dem Weg zum nächsten Barschspot bin ich an einer ziemlich bekannten Stelle vorbeigefahren und da ich ja den Zander auf meiner Karte auf jeden Fall noch brauche, habe ich gedacht, ich halte mal kurz an für eine halbe Stunde und probiere den Spot aus. Mal sehen. Da werden Erinnerungen wach auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass der Spot total abgeballert ist. Ich weiß nicht, ich war seit den Matches letztes Jahr im YPC nicht mehr hier. Der ist gut, Digga. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Jetzt nur nicht abgehen. Jetzt nur nicht abgehen. Der ist gut. Das ist einer der Fische, weswegen ich gekommen bin. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ihr könnt heulen. Ja. Ja, der hat sich so gut angefühlt, weil ich den leider wieder nicht ganz sauber gefangen habe. Ich bin nicht umsonst an diese Strecke gekommen. Ah, da ist der Köder ab. Ja, hing leider im Bauch. Brauche ich nicht messen, zählt leider nicht. Das ist ja alles voll mit Fisch. Aber die wollen nicht beißen. Zetti. Kleiner. Machen wir gerade schnelles Messen. Ich meine, ist noch alles schön glitschig. Der wird zwar nicht mehr in der Wertung sein, aber für die Zuschauer, damit die einfach mal zu sehen haben. 51er. Flickschätz 7 cm, Leute. 7 cm, so ein kleines Mini-Teil. Und die Fische gehen da so ab, ey. Das ist nicht normal. Bei mir gibt es noch den letzten Köderwechsel für die letzten 10-15 Minuten. Nochmal ein Lieblingsköder in Wasabi. Mit dem Glitter jetzt bei dem Wetter müsste an sich auch funktionieren. Hat auch schon tolle Fische gebracht. Ich hoffe, dass es heute noch einen letzten Biss gibt. Das wäre mega geil. Noch ein Biss, einen dicken Barsch oder einen Zander und dann sieht die Sache gar nicht so schlecht aus. Allez, il me reste 10 minutes de pêche. Je veux ma perche.
it's a pike. Big pike, I think. Oh, it's a big pike. J'ai mon badling acier, heureusement. I think it's a 90 plus. Maybe it's a meter pike. Wow, wow. I think it's a meter plus. Je pense que c'est un brochet du mètre, les gars. Ouais, it's a meter pike. Woohoo! Yeah! The last fish of the day, I think. Wow! It's a meter pike. It's big fish. Woohoo! It's a meter pike. No, it's a meter one, like that. Waouh! Regardez-moi ça. Ça, c'est ce qui me manquait aujourd'hui. J'avais plus d'espoir. Ce bateau a allumé son moteur, ça a créé un gros courant derrière. Et lui, il s'est mis en activité. Je suis avec le Blickshot 9 cm, coloris Gardon. Il me l'a pris, j'ai cru que c'était le fond au premier temps, tellement il est lourd. Ok, on va le remettre à l'eau parce qu'il fait très chaud. Oh. Quel monstre! Moi qui suis venu chercher la perche, j'ai vu le courant, j'ai mis un leurre souple. Heureusement j'avais mon badling acier, regardez ce qui vient. C'est juste incroyable quoi. Ce pike est tellement gros. Wow. Ciao! Maintenant ma journée elle est bonne. Keep hammering. Et verte. You know. Il restait 10 minutes de pêche les gars. Et là je vois, regardez le courant là, que le bateau crée. Je pêche dans le courant et en sortie de courant il était en train de s'alimenter parce qu'il a vu les remous. Et là il m'a pris, au tout début j'ai fait ah je suis dans le fond, I'm underground. Et puis oh non, it's a fish, it's a big fish, it's a very big fish. Il a fait un gros rush. Enfin, ok, it's a pike, it's a meter pike. So. Cool! Avant de vous quitter, je vous montre mon Blickshad qui a même perdu sa queue. C'est un tout petit leurre, regardez dans ma main. C'est un tout petit leurre, mais il a plu à ce gros brochet. Le premier épisode du groupe D est maintenant terminé. Moi je vous dis à la prochaine pour à la semaine prochaine pour le futur épisode. Et là ce sera la perche que je vais essayer de traquer que j'ai pas attrapé aujourd'hui. Vielen Dank für Zuschauen. It's good now? Yeah. Good. See you next round, guys. Der erste Meterhecht des YPC 2021 geht auf das Konto von Landry Rosen aus Belgien. Damit zieht er an Christian vorbei. Der kann zwar einen Wertungsfisch mehr vorweisen, jedoch ist Landry mit dem Meterhecht und den Topwater-Punkten fast 50 Punkte besser und liegt jetzt komfortabel auf Platz 2. Bei Luis, der heute nun wahrlich nicht vom Glück verfolgt war, laufen derweil ebenfalls die letzten Minuten des Angeltages. Ja. Oh. In den letzten 2 Minuten, guter Biss, guter Biss. Bitte komm raus, bitte komm raus. Ich will es nicht aussprechen. Jetzt fühlt er sich mehr an wie ein Zander. Ja, fühlt sich jetzt an wie ein Zander. Gerade am Anfang fühlt er sich ein bisschen an wie ein Barsch. Nein, ab! Nein, ab! Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
Ich weiß nicht mehr. 2 Minuten. Ey, der hätte gebissen. Ah, ist das ärgerlich. Das gibt's doch nicht. Ah. Der hätte auf jeden Fall Maß gehabt. Der hat sich gut angefühlt. Zwar kein Riese, aber also nicht 55, 60. Vernünftiger Fisch auf jeden Fall. Ah, ne. Oh, Biss gehabt. Fuck. Aber auch so ein... Also ich gehe mal zu 99% davon aus, dass das mein letzter Wurf ist. Habe jetzt noch eine knappe Minute und ich denke mal, bis der Köder am Ufer ist. Ist ein leichter Kopf. Jetzt gerade durch die Schiffesströmung, da bedeutet die Führung ist eh deutlich langsamer. Und ja, ich bin einfach nur zufrieden, glücklich. Hat mega Spaß gemacht. Die nächste Folge seht ihr ja bald und da werdet ihr sehen, ob noch was weiteres kommt. Ich habe ja noch einen Tag vor mir und ich freue mich einfach wahnsinnig darauf. Ja, das war der letzte Wurf vom ersten Tag. YPC 2021. Ja, mit der Karte voll machen hat es leider nicht ganz geklappt. Aber ich bin trotzdem eigentlich ziemlich zufrieden. Alle 3 Fischarten gefangen. Das ist viel wert. Und gerade für morgen auf alle Fälle extrem wertvoll. So kann ich morgen, egal was für einen Fisch fangen sozusagen, muss mich nicht mehr stressen, die Fischarten voll zu kriegen. Und deswegen ist das schon echt eine coole Sache. Ich ärgere mich zwar über den großen Hecht. Der hätte einiges ausgleichen können, weil meine Fische insgesamt ja nicht so groß sind. Also der eine Hecht ist ja relativ klein, mein Zander ist auch nicht so groß und die Barsche nur auch nicht. Also da ist nichts, wo ich mich jetzt sicher fühlen kann, aber zumindest die 3 Fischarten und dann muss ich halt zusehen, dass ich morgen ordentlich upgrade. Ansonsten auf alle Fälle dickes Petri an alle, die sich heute durch diese Hitzehölle gekämpft haben. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Fisch, oder? Aber wenn, dann ist es ein super kleiner Fisch. Ja, ist ein Fisch. Das ist ein Zander. Das ist zu klein. Der ist wahrscheinlich zu klein. Oh nee, der hat Originalmaß. Ich werde irre. Ja Leute, also erstmal nehme ich mal wieder Anglermüll mit. Vielen Dank dafür. Ich bin verblüfft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier so auf die Schnelle mal eben einen Zander fange. 44 cm, das ist ein maßiger Zander. Da bin ich sehr happy. Und vor allen Dingen kann ich jetzt fangen, was ich will eigentlich. Oh, sehr, sehr gut. Und in diesem trüben Wasser hier auf den Lime Chartreuse, ich habe das Handy in der Hand, weil ich gleich das Foto noch schicken muss, auf den Lime Chartreuse Köfi Bleak-Shad, eine absolut geile Farbe für ganz trübes Wasser, aber durch den Sonnenschein ist es natürlich so, dass diese Farbe richtig krass leuchtet dann unter Wasser und das will ich eben auch erzielen. Die Gründe sind hier sehr dunkel, deswegen haben wir auch einen schönen Kontrast. Voll gut. Der Titelverteidiger fängt seinen 4. Fisch, die 3. Fischart, und schiebt sich auf Platz 3. Hinzu kommt, dass ihm noch einiges an Zeit bleibt. Ob da heute noch mehr geht? So Leute, ihr seht's, ich bin am Auto angekommen, meine Zeit ist vorbei. Ich bin richtig platt, die Sonne und die Fische haben ihren Rest dazugegeben. Viel Strecke machen. Ich habe auch sehr viel Zeit heute verplempert mit dieser Barschgeschichte, die ich heute Morgen ausprobiert habe. Wir haben heute 3 Barsche gesehen bei mir.
Leider ging davon keiner in die Wertung. 2 untermaßige, einen leider in der Brustflosse gehakt, 46 cm, das schmerzt immer noch. Ja, und was natürlich jetzt noch zum Schluss noch mal so dazugekommen ist, dass ich jetzt noch mal da wahrscheinlich so einen vernünftigen Zander in der gleichen Kategorie, wie ich den davor hatte, verloren habe im Drill. Der hatte safe gebissen. Das ist eine gute Buhnstrecke, die ist voll mit Fisch, sonst hätte ich auch wahrscheinlich nicht so viele Fische gehakt. Ich habe heute, ich glaube, 3 Zander gehakt und einen Barsch noch gehakt. Die sind aber jetzt nicht am Fressen gewesen. Wahrscheinlich würde ich jetzt in 4-5 Stunden in der Dämmerung hier noch mal wieder zurückkommen, würde ich eine Menge Zander fangen. Aber das ist leider nicht im Zeitfenster, was uns vorgegeben ist. Ich mache jetzt einen Strich unter dem Tag. Ich gehe leider mit Bauchschmerzen vom Wasser. Morgen greife ich voll und ganz erstmal mit dem Hecht an. Da habe ich ein paar sehr schöne Polder, die sehr gut liefen im Training. Ich will nicht zu viel versprechen, aber wir haben morgen wirklich reelle Chancen, einen großen Hecht zu sehen. Also bleibt gespannt. Ich gebe noch nicht auf. Ich habe mich noch nicht abgeschrieben. Ich kämpfe weiter. Meine Zeit ist abgelaufen für heute, aber ich bin ehrlich, mir reicht's auch. Ich bin sauber niedergegart. War sehr hart. Mit Ach und Krach bin ich auf die 3 Fische gekommen, hatte einen Fehlbiss am Polder. Hätte mir mehr erwartet, aber die Ausgangslage ist nicht schlecht. Was natürlich hart ist, Landry hat jetzt gerade im letzten Wurf noch 1,1 Meter Hecht gefangen. Er hatte schon Topwater-Hecht. Das sind dicke Punkte. Aber ob es reicht, sehen wir morgen. Ich bin motiviert, hoffe, dass die Stelle morgen funktioniert. Ihr seid wieder dabei. Bis dann. Ich sage euch, es ist so heiß. Ich habe die Kapuze nicht auf, weil mir kalt ist, sondern ich habe die Kapuze auf, um mich von der Sonne zu schützen. Natürlich hier das obligatorische, ich weiß gar nicht, was es ist, glaube ich ein Playboy von Spro oder vielleicht auch irgendwas anderes, ich weiß es nicht, mit 21 Gramm bebleit. Schönes Stahlverfach ist auf jeden Fall nicht schlecht, den Snap kann man auch noch benutzen. Das nehme ich auf jeden Fall mit, weil das lag hier rum, und das hier nehme ich auch mit, weil das liegt hier auch wieder rum. Es ist irgendwie echt traurig, dass die Angler ihren Scheiß immer so liegen lassen. Aber so ist es. An dieser Stelle kann ich nur an dich appellieren da draußen, dass du deinen Müll eben nicht liegen lässt und wieder mitnimmst. Damit ihr mal nachvollziehen könnt, wie viel Strecke. Ich laufe sogar in Socken durch. Nagelneue Schuhe, total verdreckt, ey. Aber am Ende habe ich schon hier Krämpfe gehabt. Und die ganze Zeit werfen. Ganz schlimm ist wirklich dieses den Wobbler hinterher schleppen. Die Route, du hältst sie immer, hast den Arm immer angespannt hoch, und ihr seht ja, ich bin ja nicht unbedingt der Muskelberg. Und wenn du dann die ganze Zeit so Twitch eine kleine Rucke gibst und das dann wirklich so einen Kilometer oder so am Wasser entlang und immer hinterher, man merkt es schon nach ein paar Stunden. Und ich meine, von den 8 Stunden Angelzeit, die wir haben, waren effektiv schon fast locker 7. Ne? Ich meine, so 6,5 werde ich locker gefischt haben. 6,5, vielleicht 7. Und hinterher weiß man wirklich, was man getan hat. Aber Hammer, geiles Wetter. Ey. Leben kann so schön sein. Hast du gesehen? Das war aber ein Hecht. Das war ein Hecht. Wenn meine Zeit vorbei ist, dann klingelt es hier gleich im Handy. Ich weiß nicht, vielleicht sind noch 40 Sekunden. Ich denke, letzter Wurf war das jetzt hier. Aber ich denke, der bringt leider auch nichts. 8 Stunden sind leider vorbei. Vielleicht auch zum Glück bei den Temperaturen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mir lieber ist. Oh, das war eine Quälerei heute. Trotzdem muss ich sagen, ich will nicht sagen, ich bin so super zufrieden, aber ich bin ganz zufrieden mit den beiden Barschen. Das war das Ziel heute. Eigentlich war das Ziel 3 zu fangen, aber das hat leider nicht funktioniert. Gut, man kann sich das nicht mehr aussuchen. Heute Morgen sind die Hechte sehr, sehr gut losgegangen bei vielen meiner Mitstreiter in der Gruppe. Ich habe so ein bisschen darauf
gehofft, dass mit dem ablaufenden Wasser die Barsche viel, viel besser beißen. Dann auch mit dem Niedrigwasser. Allerdings war die Stelle, die ich heute befischt habe, wirklich nicht so gut. Also die hat nicht so krass geliefert. Natürlich, also fantastische Fische mit 37 und 44 Zentimeter. Also ich habe natürlich darauf insgeheim gehofft, dass der Hecht als Beifang kommt. Das ist dann zum Glück auch so passiert. Und zwei richtig gute Barsche, einen viel zu kleinen Zander. Aber in der Zone 3, wo ich morgen starten werde, war das Training, muss ich sagen, doch eigentlich sehr gut fürs Zanderangeln. Und ich habe auch noch einen Hechtspot in Zone 3, der auch sehr gut war im Training, aber das ist nun mal vielleicht auch dann morgen wieder alles anders. Das ist halt Angeln, das kann man nicht beeinflussen, aber von daher bin ich jetzt nicht total niedergeschlagen. Ich bin eigentlich zuversichtlich, muss mir aber heute Abend meine Gedanken machen, wann ich starte. Ich denke, morgen starte ich früher, aber nicht ganz viel früher, vielleicht um 9 anstatt um 10. Ja, aber was ich morgen zuerst mache, das weiß ich noch nicht. Aber das seht ihr natürlich in der nächsten Folge des YPC 2021 in der Gruppe D mit dem Start zum zweiten Tag. Also nächstes Mal wieder einschalten, fleißig abonnieren, Glocke an, nicht vergessen, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Nicht nur vom YPC, sondern natürlich auch von den anderen Folgen, die wir hochladen. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen und natürlich auch fürs Daumendrücken und sage mit totaler Erschöpfung, ich bin raus, Petri Heil. Das war der erste Tag der Gruppe D. Trotz hoher Temperaturen konnten alle Angler mindestens 2 Fische fangen. Insgesamt kann man von einem sehr fischreichen Turniertag sprechen. Neben der Full Card nach 5 Stunden hat Patrick Marable einen weiteren YPC-Rekord aufgestellt, der in Zukunft schwer zu überbieten sein wird. 475,1 Punkte nach einem Wettkampftag sind ein wirklich unglaubliches Ergebnis. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass er als erster Angler im YPC die 500-Punkte-Schallmauer durchbrechen wird. Helfen könnte ihm dabei vor allem ein Fisch auf Topwater, denn die 20 Extrapunkte hat er noch nicht. Landry Rosen kann sich an der Stelle nicht mehr verbessern, denn diese Zähler hat er bereits gesammelt. 3 Hechte, darunter ein Meterfisch sowie ein Ü50er Zander, geben ihm ebenfalls eine gute Ausgangsposition. Allerdings braucht er dringend einen Barsch zum Weiterkommen und das ist aktuell definitiv kein Selbstläufer. Enrico Di Ventura liegt mit 2 guten Barschen, einem guten Hecht und einem kleinen Zander auf Platz 3, ganz knapp vor Christian Wienicke, der zwar 5 Fische und auch alle Fischarten, doch aktuell noch sehr ausbaufähige Fischgrößen in der Wertung hat. Anders sieht es bei Markus van Ooy aus. Zwar kommt er nur auf 3 Fische, doch alle 3 sind 75 Pluspunkte Fische. Fängt er morgen einen Barsch, hat er gute Chancen aufs Weiterkommen. Luis Mendes konnte immerhin 2 Zander in die Wertung bringen, doch seine Aussteiger und fehlgehakten Fische hätten heute in Summe wohl fast für eine Full Card gereicht. Sehen wir mal, ob es morgen besser für ihn läuft. Er braucht als einziger noch 2 Fischarten. Wir freuen uns über Likes und Kommentare und natürlich über Support bei uns im Online-Shop. Wir sehen uns nächste Woche, in der es dann wieder 2 Folgen gibt. Ciao!